Was wir jetzt noch für den Geschmack hinzugeben, ist ein bisschen Abrieb von der Zitrone. Nicht die Finger reinreiben, Emma, ne? Das ist natürlich gefährlich. Heute habe ich für euch eine kleine Kaffeepause. Bei mir zu Gast heute ist Emma. Herzlich willkommen. Mensch Emma, hast du eigentlich auch schon mal Bananenbrot gebacken? Wir machen sogar auch ein bisschen Honig rein, damit du dich auch wirklich wohlfühlst, ja? Meine liebe Emma, wenn du mir die Bananen schon mal schälen könntest und in die Schüssel tust. Genau. Das Bananenbrot ist ja im Moment wirklich sehr beliebt, weil es einfach zu backen ist, weil es lecker schmeckt und weil es dazu auch noch gesund ist. Und zwar werden die Bananen zerdrückt. Bei den Bananen dürfen ruhig ein paar Stückchen drin sein, weil das backt sich dann so richtig schön ein. Dann haben wir nicht so einen einheitlichen Brei, sondern man hat auch so ein bisschen Leben in dem Kuchen. Die Vanillestangen nehmen wir und schneiden sie der Länge nach auf. Und dann kratzen wir das Mark raus. Denn beim Backen verwenden wir nur das Mark der Vanillestange. Mit der restlichen Vanillestange kann man ohne Probleme zum Beispiel Vanillezucker machen. Das heißt, man legt den einfach in Zucker ein, stellt ihn wieder in den Schrank und das Aroma der Vanille geht nach und nach in den Zucker über. So hat man auch nicht so viel wegzuschmeißen, oder Emma? Dazu geben wir jetzt etwas Zucker. Ich nehme ganz gerne den braunen Zucker, weil der schmeckt so ein bisschen karamelliger. Etwas Mehl. Und weil unser Bananenkuchen nämlich vegan ist, nehmen wir etwas Rapsöl dazu. Das ist schön geschmacksneutral und gibt uns die Bindung. Auf die Eier verzichten wir komplett. Wenn man den noch etwas schlotziger haben möchte, den Kuchen, dann kann man natürlich auch einfach einen Löffel Joghurt reingeben, zum Beispiel Sojajoghurt. Dann kommt eine Prise Zimt hinzu. Als Triebmittel, damit der Bananenkuchen richtig schön aufgeht, nehmen wir etwas Backpulver. Was wir jetzt noch für den Geschmack hinzugeben, ist ein bisschen Abrieb von der Zitrone. Wichtig ist darauf zu achten, dass wir Bio-Zitronen verwenden. Wenn dem nicht so ist, kann man natürlich auch normale nehmen, die sollte man aber einmal abkochen, damit auch wirklich die Schadstoffe weg sind. Nicht die Finger reinreiben, Emma, ne? Das ist natürlich gefährlich. So, wir geben zum Schluss noch ein bisschen Honig dazu. Und dann ist auch das Grundrezept für unseren Bananenkuchen fertig. Das Ganze kommt in die Auflaufform. Möchtest du das einmal rauskratzen, Emma? Perfekt. Und das Ganze geben wir jetzt bei 180 Grad in den Ofen für ca. 40 Minuten. Emma, damit wir uns nicht langweilen in der Zwischenzeit, machen wir jetzt noch was ganz Kleines, Schnelles, was richtig Energie gibt. Und zwar machen wir jetzt noch ein paar Powerballs. Die sind ja im Moment in wie nichts anderes. Wir haben die Nüsse, die gute Fette haben. Wir nehmen Cashewkerne und Walnusskerne. Emma, walte deines Amtes. Genau, alles rein. Und die Walnüsse auch. Den Ingwer dazu. 2 Löffel Honig. Bei den Datteln ist es wichtig, dass wir vorher die Kerne rausnehmen. Dazu geben wir etwas Kakao. Ja, sehr gut. Und eine Prise Zimt. Das Ganze mixen wir jetzt einmal durch. Und da haben wir schon unsere Masse für die Powerballs. Die Masse nimmt man einfach und macht sich wunderschöne kleine Bällchen davon. Die könnte man auch ohne Probleme einfach zum Beispiel noch in Mandeln rollen oder in anderen Nüssen oder einfach so genießen, Emma. Und? Oh. So Emma, dann wollen wir mal schauen und holen unser Bananenbrot aus dem Ofen, oder? Oh, das sieht gut aus.
Schau mal, Emma. Das duftet einfach fantastisch. Du hast doch am Freitag Geburtstag. Wäre das nicht auch was für deine Geburtstagsparty? Ich glaube, ich back dir ein. Das haben wir uns jetzt aber auch wirklich verdient, oder? Lass es dir schmecken. Und euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.